Hallo und willkommen zu Folge 6. Natürlich werden wir uns heute auch um den in der letzten Folge zerstörten Spand kümmern, aber wir fangen heute tatsächlich erstmal mit Bodenblechen für den Salon an. Dass wir jetzt hier die Baureihenfolge geändert haben, liegt im Grunde einfach daran, dass wir die Bodenbleche mittlerweile hergestellt hatten und die in der Halle lagen. Und zum Herstellen oder Wiederherstellen der Teile für den Spand, der kaputt gegangen ist, mussten die jetzt auch erstmal dann aus der Halle einfach raus. Und wenn sie schon raus müssen, dann können wir sie natürlich auch einfach mal eben kurz vorbereiten und drauflegen. Auch da das gleiche Prozedere wie immer, die Kanten ein bisschen vorbereiten, die Schlacke abmachen, das hatten wir eben am Anfang schon auf dem Tisch gesehen. Und dann können wir sie hier einfach entsprechend ihrer Position einführen. Wir müssen natürlich immer darauf achten, dass sie richtig rumliegen, weil sie natürlich im Außenbereich in der Kante eine Biegung drin haben und im mittleren Bereich entsprechend gerade sind. Bei manchen Teilen erkennt man das mit bloßem Auge, da ist der Radius groß genug, bei manchen wird es dann etwas flacher. Da muss man dann tatsächlich auch schon mal einen Teil dran halten und schauen, wo denn gerade auf welcher Seite die Biegung ist. Das Drauflegen geht hier natürlich erstmal relativ flott, mit dem Kran mal eben kurz angehoben draufgesetzt. Wir haben das grob positioniert, jetzt noch nicht auf ein Zehntel Millimeterchen, das haben wir dann im Nachgang gemacht, dass wir es noch ein bisschen hin und her gedrückt haben, aber dass alle schon mal so grob an ihrer Position liegen, damit wir eben auch sehen, ob die Teile alle richtig sind, ob die passen, ob vor allen Dingen eben auch ja, die Spanten richtig stehen oder ob wir hier irgendwo Verschiebungen drin haben. Hier im hinteren Teil müssen wir ein kleines bisschen aufpassen, weil die letzte Platte über den hinteren Schott ein bisschen drüber steht. Und da dürfen wir jetzt natürlich in dem Moment noch nicht drauf treten, dann würde das Ganze runterklappen. Deswegen hier so ein kleiner Hinweisklotz drauf, beziehungsweise wir haben es dann auch noch mit einer Farbmarkierung abgesprüht, dass man, solange das noch nicht befestigt ist, da auf keinen Fall drüber tritt. Der Überhang muss auch an der Stelle so sein, das ist so geplant. Da am Ende, also gut 40 cm überstehend hinterm hinteren Schott, da kommt dann eben entsprechend unsere Wand zwischen Salon und Außenbereich hin. Nachdem wir dann alle Teile grob positioniert hatten, haben wir uns dazu entschieden, die Platte erstmal komplett aus allen 8 Teilen miteinander zu verbinden, sodass hier eine große Platte entsteht, mit der wir dann die letzte Feinjustage gemacht haben. Und da ich gerade 2 Kameras hier laufen habe, kann ich euch das auch mal beides zeigen. Der Magnet hilft uns dann hier jeweils nochmal dabei, die beiden Platten genau auf Höhe zu ziehen, weil vom Liegen her sind sie natürlich immer so ein kleines bisschen Unterschied, aber damit können wir es dann nochmal ausgleichen. Ja, die Kamerapositionen werden natürlich im Moment auch immer so ein bisschen schwieriger, deswegen werden wir jetzt auch immer mal wieder dann was aus der Hand machen. Wir haben halt im Moment einfach oben kaum Platz, irgendwo die Kamera sinnvoll zu positionieren und somit muss man natürlich gucken, wie wir irgendwie für euch sinnvoll Bilder zusammenbekommen. Und nachdem das dann abgeschlossen ist, haben wir noch eine kleine Korrektur gemacht. Wir haben uns die Platte, es ist kaum sichtbar im Video, guckt gerne nochmal zurück, um 2-3 Millimeterchen noch verdreht, damit sie exakt da liegt, wo wir sie haben wollten. Das ist wie gesagt kaum sichtbar, schaut es euch nochmal an. Und dann war natürlich Fleißarbeit angesagt, ne? Im Grunde jetzt hier von dem ganzen Gitter, was hier unten drunter ist, jedes Teil irgendwo mal schon mal ein bisschen heften, wie immer nicht durchschweißen, einfach nur heften, 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 aber es sind natürlich jetzt hier extrem viele Stellen, die da zusammenkommen und somit ist es schlicht aufwendig und ich habe euch das hier wieder entsprechend dann mal schneller gemacht. Ja, denke, das ist auch angenehmer, als da jeden einzelnen Punkt in normaler Laufzeit zu sehen. Tja, für mich gibt es dann in dem Moment gerade nicht so viel zu sehen, also kann ich einfach mal nur gucken und mich ein bisschen um die Kameraposition kümmern. Nachdem das dann auch gleich erledigt ist, haben wir den Feierabend gemacht und haben unser neues Sonnendeck genossen und da zeige ich euch jetzt mal ein kleines Video vom Achim. Und heute bin ich auf dem Sonnendeck, Sonnendeck, Sonnendeck und die Nordsee und wir sind auf dem Sonnendeck, Sonnendeck. Wo ist das Bier? Ah? Wir haben dann den Abend gemütlich da oben ausklingen lassen und ja, die Aussicht aus dem Salon ein bisschen genossen, bevor es dann am nächsten Tag hier mit dem zerstörten Spand dann auch weiterging und wir den wieder zusammengebaut haben.
Wie ihr eventuell sehen könnt, kommt hier auch ein sogenannter Messfix zum Einsatz. Das war tatsächlich mal letztens auch ein Tipp von jemandem in den Kommentaren. Wir wissen zwar nicht, wo der Kommentar hin verschwunden ist, der wurde uns nur einmal kurz angezeigt, aber ja, war ein durchaus guter Hinweis. Vor allem, weil es solche Werkzeuge hier tatsächlich auf dem Hof gab und man sie einfach nur benutzen muss. Insofern, ja, danke für den Hinweis und die Erinnerung, dass es solche tolle Werkzeuge gibt. Weil an dem Tag das Wetter so ein bisschen unbeständig war, sind wir nicht das Risiko eingegangen, den Spand noch einzusetzen. Das hätte gegebenenfalls ja in einem Abbruch der Bauarbeiten dann enden können. Und somit haben wir uns dazu entschieden, hier einen zweiten Spand noch vorzubereiten. Da hätten wir jederzeit unterbrechen können und am nächsten Tag dann weitermachen. Auch bei dem natürlich das gleiche Vorgehen wie überall, die exakten Maße nochmal raussuchen. Und dann ging es zum Einsetzen. Einsetzen hieß in dem Fall erstmal den gesamten Bugbereich säubern. Da hatte sich jede Menge Reste vom Schleifen angesammelt. Es hat natürlich auch einige Zeit immer mal wieder reingeregnet. Und so mussten wir dann auch hier eine Handbreit Wasser im Kiel auch erstmal raussaugen. Dafür haben wir uns hier so ein bisschen eine Funktion von Hochdruckreiniger zunutze gemacht, mit dem wir da auch ansaugen können. Und dann war nochmal Nachschleifen bzw. auch mit Druckluft reinigen nötig, um eben wirklich alles aus dem Bugbereich vorne, aus der Bugsektion rauszuholen, was da an Dreck und störenden Materialien drin war. Wie man ganz gut erkennen kann, ist der ganze Bugbereich auch ziemlich nass. Das heißt, wir haben uns dann erstmal hier mit Hilfe der Flamme alle Bleche und Teile trocken gemacht. Das, was ihr so schön im Hintergrund fiepsen hört, ist übrigens unser Hund. Dem gefällt das gerade gar nicht, dass ich hier vertone, aber da muss er durch. Wie man sieht, trocknet das hier auch ganz prima mit der Flamme. Warum auch nicht, ist ja heiß genug. Und im Anschluss mussten wir dann aber hier im mittleren Bereich noch mal ein bisschen nachschleifen. Da waren doch noch ein paar Schweißpunkte, die zu hoch standen, sodass unsere Längsaussteifungs-Teil hier nicht exakt aufgelegen hätte und wir uns das ein bisschen hochgedrückt hätten, was dann wiederum eben auch den Spand hochgedrückt hätte, sodass wir hier eben nacharbeiten mussten. Und dann kommen wir jetzt zu dem Teil, den wir das letzte Mal verbockt haben, und dementsprechend machen wir das heute alles vernünftig und mit Bedacht, und damit lasse ich euch jetzt mal ein Momentchen alleine. Wie ihr seht, muss man hier ganz schön aufpassen, dass eben alle Längsaussteifungen in der korrekten Position sind, dass sie sauber reinrutschen und eben nicht wieder irgendwo hängen oder klemmen bleiben. Deswegen lassen wir uns hier wirklich Zeit und achten da auf jeden kleinen Punkt, damit da bloß nicht wieder was passiert. Auch hier helfen uns natürlich die Magneten wieder. Die haben wir uns vorher an die Stelle gestellt, wo eben die Position ist, wo das Teil hin muss. So können wir da schön dran ansetzen und dann noch ein bisschen die Feinausrichtungen machen. Hier vorne im Bugbereich, wo natürlich die Kurven auch jetzt extremer werden, ist natürlich auch das mit dem Randrücken der Bleche von unten nicht mehr ganz so einfach, wie das in den hinteren Teilen der Fall war, beziehungsweise es macht einfach keinen Sinn, hier fast 3 cm Blech zu drücken. Da würden wir uns nur punktuell irgendwelche Kanten reindrücken, und somit haben wir uns hier auf beiden Seiten Ziehösen gemacht, und zwar immer dort, wo die tiefste Stelle am Blech ist. Und haben dann unseren Hydraulikzylinder genutzt mit einem Stahlseil oben drüber, um eben über die gesamte Länge des Spantes das Blech gleichmäßig ranzuziehen und nicht punktuell zu drücken. Und somit haben wir es einfach schöner und sauberer auf die gesamte Länge dran bekommen.
Hier auf der Backbordseite hat das auch hervorragend funktioniert und es reicht da an einer Stelle eben zu ziehen. Das ist auf der Steuerbordseite gleich ein bisschen anders. Da mussten wir tatsächlich noch mal ein bisschen nachsetzen. Das war aber auch klar, weil die Bleche unten einfach an ihrer Verbindungsstelle durchs Schweißen einen minimalen Knick hatten. Aber gleiches Prinzip, wieder schön mit dem, hier zeige ich euch jetzt einfach mal, Zylinder ausrichten und dann ziehen, statt eben punktuell zu drücken. Man sieht hier auch gleich, wie hier dieser erste Punkt nicht funktioniert hat. Wir ziehen uns hier quasi ein bisschen krumm, deswegen haben wir das sein gelassen und haben erstmal einen Punkt tiefer nochmal angefangen, eben genau das zu tun und da erstmal dran zu ziehen, damit wir nicht so viel Druck auf diese eine Stelle bringen. Das hätte sonst eben auch nicht sinnvoll funktioniert. Nachdem wir das dann gemacht haben, können wir den Zylinder wieder nach oben versetzen. Hier ist zwar immer jetzt noch jede Menge Spannung drauf, das ist aber auch klar und völlig in Ordnung gewesen an der Stelle. Danach gab es für den Bautag nur noch einen wichtigen Punkt, und zwar oben noch eine Versteifung einzusetzen, damit eben ja, dieses freistehende obere Teil nicht hin und her schwingen kann und der Wind das nicht krumm drückt. Deswegen haben wir hier provisorisch erstmal ein Aussteifungsteil reingeschweißt, grob auf die Position, noch nicht fein justiert, aber einfach erstmal grob an die Position, wo es hin muss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns doch bitte ein Like, folgt unserem Kanal und drückt die Glocke. Bis zum nächsten Mal.